Am Morgen ist die Landschaft in ein wunderbares Licht getaucht und ich benutze das gern als Ausrede, um den Aufbruch zu meiner Tour noch etwas hinauszuzögern. Irgendwann ist es dann soweit und da ich den großen Rucksack eine ganze Weile nicht benutzt habe, dauert es eine Weile, bis er dann wieder auf meinen Rücken angepasst ist. Hallo und herzlich willkommen bei Jans Tourenbuch. Heute mache ich, wie ihr seht, eine für mich etwas untypische Tour. Zum einen soll es mit Übernachtung sein. Zum anderen gibt es diesmal keinen markierten Wanderweg, sondern ich laufe sozusagen frei Schnauze durchs Gelände. Ziel ist da drüben Rasletind und Kalva-Hektar. Da gibt es in einem Sattel so auf 1700 Meter so einen kleinen See und mit etwas flacherem Gelände zwischendrin. Da hoffe ich für heute Abend eine Art Zeltplatz zu finden. Also eine Stelle, die groß genug ist zwischen den ganzen Felsen, die hier rumliegen, wo das Zelt hinpasst. Ansonsten muss ich schon was einfallen lassen. Ja. Und dann morgen will ich noch ein bisschen da oben rumsteigen und wieder zurück. So als kleiner Testlauf. Heute muss ich mir sicher keine Gedanken machen, dass ich irgendwelche Pausen einlege. Das wird mit der Zeit von alleine kommen. Ja, das Gewicht ist schon ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Da muss ich mal sehen, wie das sich so über die eine oder andere Stunde hin entwickelt. Ja. Ich weiß nicht so richtig, was auf mich zukommt. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne viel Spaß beim Zusehen und los geht's. Zunächst geht es noch über recht ebenes Gelände mit nur vereinzelten Felsbrocken. Das wird sich dann im Laufe der Zeit jedoch ändern.
Hier ist jetzt mal ein markierter Wanderweg. Seht ihr das Vieh wieder? Der führt von der Waldrissühle da, so eine Berghütte direkt neben der Straße, runter an den Bücklensee. Bin ich vor ein paar Jahren schon mal ein Stück runtergelaufen. Gute Sache. Aber ich quer den jetzt bloß und gehe weiter in die Richtung. Die Zeit in der Ebene ist jetzt vorbei. Und bevor ich mich jetzt an den Aufstieg mache, da habe ich mir, glaube ich, eine Pause verdient. Das waren jetzt 3,5 Kilometer. Ja. Im Moment habe ich noch Schwierigkeiten, so die nächsten Schritte zu koordinieren, aber auch das Große und Ganze im Blick zu behalten, dass man sich nie irgendwo in schwieriges Gelände reinlatscht. Ja. Aber das wird schon noch werden. Und naja, werde ich mal sehen, wie ich mich dann beim Aufstieg anstelle. Auf einem Schneefeld entdecke ich dann eine Rentierherde bei ihrer Mittagspause. Ich verkrieche mich auch in den Windschatten eines Felsens und lasse die Kamera einige Zeitraffer-Sequenzen aufnehmen.
expecting me. We can keep sleeping a little on the rise. We can stay normal, every surprise. Set a good table, take all that you need. It all remain open, you see what I mean. We will blur edges and rid every cage. We will push candles and fill every place. Set a good table, take all you need. Set a good table, take all you need. We will see colors that wonder and last. We will raise glasses and rid every glass. Set a good table, take all you need. Set a good table, take all you need. All you need, all you need, all you need. All you need, all you need. Dann ist der höchste Punkt des Raslet erreicht und ich genieße den wunderschönen Blick in die Ferne. Der geht hinunter zum Bückt-Inn-See und über die Ebene der Waldrissfühe. Ein kräftiger, kalter Wind zerrt hier oben an der Kamera und an mir. Geduckt hinter einem Felsen nehme ich eine kleine Stärkung zu mir. Dabei kreisen ständig die Gedanken darum, wie ich die Tour fortsetze, da sich hier oben die Zeltplatzsuche doch ein wenig schwierig gestaltet. Es ist sehr, sehr wenig Platz zwischen all den Felsen hier. Ich habe jetzt einen Entschluss gefasst für die Tour, wie es weitergehen soll. Und zwar werde ich jetzt hier von dem, ich sage jetzt mal Steinhaufen, runtersteigen. Das nennt sich hier Raslet und bin auf ungefähr 1820 Meter hier. Also ich will jetzt absteigen und dann drüben zu dem See Austre Fagerdals Tiernet wieder hochsteigen, und dort sieht es zumindest von hier aus, als ob man da einigermaßen vernünftigen Lagerplatz findet, und so werde ich das mal ansteuern und dann das Zelt aufbauen. Dann reicht es, denke ich, auch für heute. Bin zwar jetzt noch nicht so weit, 6,3 Kilometer, aber man merkt es schon, die Last und über das Gelände
strengt an. Ja, nach der kleinen Stärkung jetzt hier geht's wieder los. Auch die Rentiere haben nun ihre Mittagspause beendet und ziehen durch diese Steinwüste auf der Suche nach Nahrung. Das Schneefeld beschleunigte und vereinfachte den Abstieg um einiges. Allerdings musste man sehr konzentriert sein, um nicht allzu oft auf dem Hosenboden zu landen. Jetzt hier der Wanderweg, den ich heute früh schon mal gekreuzt habe und den ich dann morgen die Richtung zurückgehen werde. Und jetzt sind es noch vielleicht 1 Kilometer oder so bis da hoch. Und dann werde ich mal sehen, ob ich einen Zeltplatz finde. Das sollte als Zeltplatz taugen. Drüben ist ein kleiner Bach. Die Wasserversorgung ist auch da. So, für 10 Kilometer, für nur 10 Kilometer und 540 Höhenmeter bin ich doch ganz schön geschafft. Also der Mehrtagestouren-Test Teil 1 laufen, das ist schon mal ganz schön in die Hose gegangen, würde ich sagen. Oh. Na gut, jetzt werde ich mein Lager einrichten und mich ein bisschen ausruhen und dann noch ein bisschen fotografieren. Ja, das ist der Plan.
Nachdem das Nachtlager eingerichtet ist, ist es auch Zeit, bei einer Tasse Tee den Blick über die Landschaft zu genießen. Und spätestens, wenn das vertraute Geräusch des Kochers eine weitere Stärkung in Aussicht stellt, kehren die Lebensgeister so langsam wieder zurück. Nachdem ich noch etwas die nähere Umgebung des Zeltplatzes erkundet habe, war es Zeit, den nächsten Morgen sozusagen vorzubereiten, halt Wasser holen und alles zurechtzulegen. Und dann noch etwas das abendliche Spiel der Wolken über den Berggipfeln zu genießen.